Hi, ich bin Lukas, studierter Sportwissenschaftler und ehemaliges Mitglied der deutschen Nationalmannschaft im Trailrunning. Jetzt geht es um das Thema Techniktraining beim Trailrunning. Aber ganz egal, ob Trailrunning oder Straßenlauf, im Endeffekt sind die Elemente die gleichen. Es geht immer darum, im flachen Gelände maximal schnell und viel Speed zu generieren, also die Geschwindigkeit hochzuhalten und das auf möglichst effizientem Weg. Fangen wir mit den Armen an. Viele unterschätzen die Armarbeit beim Laufen. Beim Laufen ist es aber so, dass wir immer eine Kreuzkoordination zwischen den Armen und den Beinen haben. Bedeutet, wenn die Arme gut arbeiten, haben wir gleichzeitig auch eine gute Beinarbeit. Die Arme werden beim Laufen immer in der Translation mitgeführt. Das heißt, wir haben keine Rotation, sondern immer eine Bewegung nach vorne. Dabei wird der Arm immer so weit nach hinten geführt, dass die Hand ungefähr auf der Höhe des Rumpfes ist. Und es bildet sich dieses klassische Läuferdreieck. Wenn der Arm nach vorne geführt wird, verringert sich dieser Winkel ein wenig, so als würde man einen Rucksack oder einen Sack über die Schulter werfen. Zusätzlich zur Armarbeit ist natürlich die Beinarbeit entscheidend. Hierüber generieren wir die Geschwindigkeit und den Speed. Bei der Beinarbeit versuchen wir den Speed dadurch zu generieren, dass wir uns maximal weit hinter dem Körperschwerpunkt abdrücken. Je weiter, desto mehr Geschwindigkeit generieren wir. Nachdem wir uns abgedrückt haben, führen wir das Bein nach vorne. Hier ist es wichtig, dass wir das Pendel möglichst kurz halten. Bedeutet, wir führen die Ferse in Richtung Gesäß, haben dadurch ein kurzes Pendel und können das Bein schön nach vorne nehmen und haben vor allen Dingen genügend Zeit, den Fuß unter dem Körperschwerpunkt wieder aufzusetzen. Je weiter wir den Fuß vor dem Körperschwerpunkt aufsetzen, umso mehr bremsen wir im Endeffekt die Bewegung und generieren nicht die Vorwärtsbewegung, die wir eigentlich erzeugen wollen. Betrachtet man sich die Gesamtbewegung, bedeutet dies, dass es immer ein Zusammenspiel ist zwischen Armarbeit und Beinarbeit. Wenn der Arm rechts nach vorne geführt wird und der Winkel sich hier verringert, haben wir links das Knie oben, beziehungsweise je mehr wir den Arm auch mitnehmen, umso leichter fällt es uns, das linke Bein anzuheben und den Fuß nahe am Körperschwerpunkt oder unter dem Körperschwerpunkt wieder aufzusetzen. Würde man die Lauftechnik vom Flachen in den Uphill mitnehmen, wäre dies viel zu ineffizient und vor allen Dingen viel zu energieverbrauchend. Insofern müssen wir schauen, dass wir den Schritt und vor allen Dingen die Schrittlänge wesentlich reduzieren. Bedeutet, wir gehen in eine höhere Frequenz über, machen eine Art kleine Tippelschritte, je nachdem wie steil es ist, auch gerne vermehrt über den Vorfuß, was aber zur Folge hat, dass die Wadenmuskulatur besonders beansprucht wird. Neben der Lauftechnik ist es ganz wichtig und entscheidend, dass man am Anstieg einen Rhythmus findet. Hier ist es echt entscheidend, dass ihr regelmäßig auch Anstiege lauft und dies ins Training mit einbindet. Kommt ihr jetzt in ein noch steileres Gelände, werdet ihr merken, dass Laufen irgendwann nicht mehr möglich ist. Das heißt, die Wadenmuskulatur ist so beansprucht und der Energieverbrauch ist so hoch, dass ein Laufschritt über einen langen Zeitraum nicht mehr umsetzbar ist. Bedeutet, wir müssen vom Laufschritt in den Gehschritt überwechseln. Wir haben also keine Flugphase mehr, sondern wir setzen den Fuß mehr oder weniger komplett auf, arbeiten auch nicht mehr nur über den Vorfuß, haben dadurch auch eine andere Belastung der Muskulatur, also mehr Oberschenkelmuskulatur. Und zusätzlich können wir in diesem steilen Gelände auch den gesamten Oberkörper und die Arme noch mitnutzen, indem wir uns aufstützen und uns wirklich nach oben wegpushen, um maximal schnell und effizient die steilen Anstiege zu bewältigen. Besonders auf längeren Distanzen macht es durchaus Sinn, auch die Stöcke noch als Hilfsmittel mit einzusetzen. Wenn ihr Stöcke nutzt, trainiert dies vorher, denn die Technik ist nicht ganz einfach und muss auf jeden Fall geübt werden. Wichtig dabei ist immer mit den Schlaufen oder mit der Hand in die Schlaufe zu gehen und den Stock nicht
ohne die Schlaufe zu nutzen, denn hier habt ihr die Stabilität und könnt die Energie des Stockes besser dann auch wirklich in die Laufbewegung umsetzen. Wenn ihr in laufbarem Gelände seid, ihr macht also einen Laufschritt, arbeiten die Stöcke immer kreuzdiagonal zu den Beinen. Bedeutet, wenn ich mit dem linken Bein nach vorne gehe, arbeitet mein Stock hinten rechts. Drücke ich mich also rechts hinten weg. Gerade in sehr steilem Gelände werden die Stöcke besonders effizient. Hier könnt ihr sie einsetzen, nicht nur wenn ihr den Laufschritt macht, sondern auch wenn ihr in den Gehschritt übergehen müsst. Zwei Möglichkeiten, den Stockeinsatz hier zu setzen, ist einmal auch wieder kreuzdiagonal. Bedeutet, wenn ihr den Schritt mit dem linken Bein macht, geht der rechte Arm bzw. der rechte Stockeinsatz nach vorne und ihr arbeitet immer kontralateral. Die zweite Möglichkeit, wie ihr die Stöcke besonders in sehr steilem Gelände oder beim Überwinden von größeren Steps auf dem Trail einsetzen könnt, ist die Doppelstocktechnik. Bedeutet, ihr setzt die Stöcke parallel weit vor dem Körperschwerpunkt, im Idealfall sogar auf dem Step, den ihr überwinden wollt, auf und drückt euch mit Hilfe der Stöcke nach oben. Dabei nutzt ihr wirklich den kompletten Körper und die großen, langen Muskelketten, um schnell und effizient nach oben zu kommen und die Beine zu entlasten.